Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Jörg Welskop und ich darf Sie recht herzlich zum Leutec Support Tech Talk Nummer 5 begrüßen. Heute werden wir Ihnen die neuen Features des Engineering-Systems LStudio Version 3.0.18 in Verbindung mit dem Links-Konfigurator 7.4 vorstellen. Die Vorstellung erfolgt über ein Video, das wir als nächstes starten werden und was ca. 25 Minuten dauert. Im Anschluss gibt es wie üblich eine Fragerunde, in der wir Ihre Fragen zum Thema gerne beantworten. Die LStudio Version 3.0.18 hat einige neue Features, die in diesem Video vorgestellt werden. Es handelt sich hierbei sowohl um Verbesserungen am User Interface mit einfacher Bedienung und besserer Übersichtlichkeit, als auch um neue Funktionen, die die Effizienz des Engineering-Prozesses steigern. Einige der neuen Features benötigen auch neue Base Libraries. Diese Base Libraries, Runtime Base und Leutec Base, werden in ihrer aktuellen Version auch immer mit der LStudio-Installation auf dem PC mitinstalliert. Wir haben hier eine Solution, in der ältere Versionen der Base Libraries referenziert sind. Um die Solution auf eine aktuelle Base Library Version zu referenzieren, selektieren Sie die Solution und wählen Sie im Kontextmenü Change Library Reference Version. Im folgenden Auswahldialog selektieren Sie eine der beiden Base Libraries im linken Fenster Change Reference From. Daraufhin werden im rechten Fenster Reference Change To alle kompatiblen Versionen dieser Library, die auf diesem PC installiert sind, zur Auswahl angeboten. Wählen Sie nun die Library mit der höchsten Versionsnummer aus und klicken Sie auf OK. Nach kurzer Zeit hat LStudio die Solution auf die neue Library-Version umreferenziert. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Base Library. Die neuen Versionen sind hier in der Solution Overview zu sehen. Wir beginnen zunächst mit den Verbesserungen am User Interface. Die Datenpunktkonfigurationen von Geräteinstanzen können jetzt über einen direkten Befehl sehr schnell geöffnet werden. In der System-Devices-Liste wird das jeweilige Gerät selektiert und über Rechtsklick Configure Open in Links Configurator die Datenpunktkonfiguration dieses Gerätes in einem separaten Tab geöffnet. Damit ist es nun auch möglich, die Datenpunktkonfigurationen mehrerer Geräte in jeweils separaten Tabs gleichzeitig offen zu haben, sodass man diese jetzt auch parallel anschauen kann. Auch im Systemordner der Solution Overview kann ein Gerät selektiert und direkt mit Rechtsklick Open in Links Configurator die Datenpunktkonfiguration dieses Gerätes geöffnet werden. Natürlich kann die Datenpunktkonfiguration eines Gerätes auch noch wie bisher geöffnet werden, über Doppelklick auf das Gerät in der System-Devices-Liste und nochmaligen Doppelklick auf die Ressource Res0. Über den bekannten Button Configuration wird der Konfigurator dann in einem separaten Tab geöffnet. Das Öffnen des Web-UI eines Gerätes ist jetzt mit einem direkten Befehl aus der System-Devices-Liste heraus möglich. Dies ist ein Shortcut, der das separate Öffnen des Browsers und das Eintragen der IP-Adresse erspart. Um das Web-UI eines Geräts zu öffnen, wird das Gerät selektiert und mit Rechtsklick Configure Web-UI ausgewählt. Es öffnet sich der Standardbrowser mit dem Web-UI des selektierten Gerätes. LStudio benötigt das Admin-Passwort, um sich zum Deploy beim Controller zu authentifizieren. Ebenso wird das Operator-Passwort für die OPC-Kommunikation in den LWeb-Projekten und zum Import in LWeb 900 benötigt. Diese Passwörter werden aus Sicherheitsgründen im LStudio nur verdeckt dargestellt. Die Passwörter sind nicht sofort zu sehen, wenn man jemandem über die Schulter schaut oder zum Beispiel auch während Teamviewer-Sitzungen. Zur Überprüfung der Passwörter kann man diese jedoch auch anzeigen über Rechtsklick auf Password und Show. Sobald man die Zeile wieder verlässt, wird das Passwort wieder verdeckt dargestellt.
Bei Projekten, die mehrere Geräte beinhalten, kann man diese per Multiselect auswählen und die Passwörter für mehrere Geräte gleichzeitig eintragen. Es gibt jetzt effiziente Funktionen, um die BACnet Device Instance Numbers und Names zu erzeugen. In der System Devices Liste im Edit-Menü BACnet kann man den Dialog Edit BACnet Properties starten, nachdem man die betreffenden Geräte mit Multiselect ausgewählt hat. Dort kann man den Gerätenamen aus der Devices-Liste auch als BACnet Device Name übernehmen. Weiterhin kann man aus den letzten beiden Bereichen der IP-Adresse die BACnet Device Instance Number erzeugen. Alternativ ist die Erzeugung einer sequentiellen BACnet Device Instance Number möglich, wobei man hier die Startnummer definieren kann. Die Nummern der folgenden Geräte werden dann jeweils um 1 inkrementiert. Der BACnet Device Name und die Instance Number sind in den Spalten der System Devices Liste oder auch im Eigenschaftenfenster des selektierten Gerätes zu sehen. Die BACnet Device Description kann im Eigenschaftenfenster auch für mehrere Geräte gemeinsam editiert werden, wenn man diese zuvor per Multiselect auswählt. Eine neue Funktion erlaubt jetzt das Öffnen von zugewiesenen Elvis-Grafikprojekten direkt über die jeweiligen Elvis-Geräte. Die Elvis-Geräte sind ja, wie bereits bekannt, in der System Devices Liste angelegt worden und haben über das Property Elvis Project ein Elvis-Grafikprojekt zugewiesen bekommen. Dies können lokale Projekte aus einem der Device-Types oder auch globale, geräteübergreifende Projekte sein. Die Elvis-Geräte erscheinen in der Solution Overview im Systemordner. Hier ist es jetzt möglich, das jeweils zugewiesene Elvis-Grafikprojekt mit Rechtsklick auf das Elvis-Gerät und Open Elvis Project zu öffnen. Um dann zu sehen, zu welchem Device-Typ das Elvis-Projekt gehört oder ob es ein globales Elvis-Projekt ist, kann man die bereits bekannte Funktion Show in Solution Overview verwenden. Im LWAP-Ordner von CATS ist es jetzt möglich, Unterordner zu erstellen. Mit Rechtsklick auf den LWAP-Ordner kann man New Folder auswählen und einen Namen für den neuen Ordner vergeben. Per Drag and Drop kann man jetzt die Grafikprojekte oder Symbole hineinschieben. Bei CATS mit vielen Grafiksymbolen oder Projekten wird so eine Struktur geschaffen und damit die Übersichtlichkeit verbessert. Größere Projekte mit vielen Geräten kann man in der System Devices Liste mit Ordnern strukturieren. Man legt die Ordner in der Devices Liste an und schiebt die Geräte per Drag and Drop in die entsprechenden Ordner hinein. Dies ist eine seit langem verfügbare Funktion, die die Übersichtlichkeit und Struktur von LStudio-Projekten gewährleistet. Neu in LStudio 3.0.18 ist, dass diese Ordnerstruktur jetzt auch in den Systemordner in der Solution Overview automatisch übernommen wird. Damit wird auch in diesem Bereich für eine bessere Übersichtlichkeit gesorgt. Man kann die Geräte dort jetzt schneller finden. Die bisherige Deploy-Funktion wurde optimiert. In den vorherigen Studio-Versionen wurden immer sämtliche Geräte und Grafikprojekte der Solution vom Compiler erstellt, auch wenn nur ein Teil der Geräte zum Deploy ausgewählt war. Wenn jetzt nur ein oder mehrere Geräte in der System Devices Liste selektiert sind, dann werden beim Deploy auch nur diese Geräte und die zugehörigen Grafikprojekte vom Compiler erstellt und in die Controller heruntergeladen. Das bringt eine Zeitersparnis während der Inbetriebnahme, falls man in einer Solution mit vielen Geräten nur Änderungen in einem oder wenigen Geräten testen möchte. Man selektiert dann das Gerät oder die Geräte in der System Devices Liste und wählt Deploy oder Deploy Advanced aus dem Kontextmenü. Es ist jedoch zu beachten, dass bei einem solchen partiellen Build die Kommunikationsfunktionen zwischen den Geräten nicht vollständig erstellt werden können. Nach einem partiellen Deploy kann es also zu Einschränkungen der Kommunikationsfunktionen kommen.
Ebenso sollte man nach einem partiellen Build das LStudio-Projekt nicht in LWEB 900 importieren, da dann nicht alle Geräte und Grafikprojekte enthalten sind. In jedem Fall sollte nach Abschluss der einzelnen Inbetriebnahmetests ein gesamtes Deploy in alle Geräte ausgeführt werden, um die Kommunikation zwischen den Geräten wieder vollständig zu etablieren. Wir kommen jetzt zu den neuen Funktionen, die die Effizienz des Engineering-Prozesses mit LStudio weiter steigern. Im LStudio ist es jetzt möglich, nachträglich geänderte Systemeinstellungen der DeviceCAD-Konfiguration auf die existierenden Geräteinstanzen zu übertragen. Das manuelle Nacharbeiten jeder Geräteinstanz entfällt jetzt also für den Fall, dass die Systemeinstellungen nach Erzeugung der Geräteinstanzen noch geändert werden müssen. Zum Beispiel sollen nachträglich die Systemeinstellungen Erdposition, Zeitzonen-Offset und Sommerzeit im DeviceCAD angepasst und auf die bereits existierenden Geräteinstanzen übertragen werden. Wie bereits bekannt, öffnet man in der DeviceCAD-Konfiguration die Project Settings. Dort im Tab System Settings werden unter Datetime der Time Zone Offset und die Daylight Saving Time DST angepasst. Ebenso nimmt man die Anpassungen in der Earth Position vor. Nachdem die Änderungen der DeviceCAD-Konfiguration gespeichert wurden, sind alle Geräteinstanzen dieses angepassten DeviceCAD zu selektieren. Mit Rechtsklick Configure und Update Settings from DeviceCAD öffnet sich ein Dialog mit Hinweisen, welche Settings an die selektierten Geräteinstanzen übertragen werden. Nachdem man den Update-Prozess mit Klick auf Start angestoßen hat, kann man im unteren Fenster die Aktualisierung der Geräteinstanzen beobachten. Das Handling von Parametern hat sich im LStudio in Verbindung mit dem Links-Konfigurator seit Version 7.4.2 grundlegend geändert. Hier die wichtigsten Punkte. Parameterwerte werden bei jeder Wertänderung in der Typkonfiguration an die jeweiligen Instanzkonfigurationen weitervererbt. Parameter haben jetzt nur noch einen Wert. Der Default-Wert kommt im Konfigurator nicht mehr zur Anzeige. Parameterwerte können in den Instanzkonfigurationen individuell angepasst werden. Parameterwerte in Instanzkonfigurationen können auch wieder auf die vom Typ vererbten Werte zurückgesetzt werden. Dies kann individuell pro Parameter oder auch für alle Parameter in der Geräteinstanz ausgeführt werden. Hier ein Beispiel. In der Device-Type-Konfiguration hat der Parameter HCSPCoolOccupied den Wert 23 Grad Celsius. Nach dem Öffnen der Konfiguration der zugehörigen Geräteinstanz kann man feststellen, dass dieser Parameter dort ebenfalls den Wert 23 Grad Celsius hat. Jetzt wird der Parameterwert im Device-Type auf 22 Grad Celsius geändert und gespeichert. In der Geräteinstanz kann man sehen, dass der Wert sich ebenfalls auf 22 Grad Celsius geändert hat. Die Wertänderung des Parameters im Device-Type hat sich also direkt auf die Geräteinstanz vererbt. Nun wird der Parameterwert in der Geräteinstanz auf einen individuellen Wert von 24 Grad Celsius angepasst und gespeichert. Im Device-Type setzen wir den Parameterwert auf 21 Grad Celsius und speichern. Wenn man sich jetzt den Parameterwert in der Geräteinstanz anschaut, stellt man fest, dass der Parameterwert auf 24 Grad Celsius geblieben ist. Man kann also Parameterwerte in Instanzen individuell anpassen und für diese angepassten Werte findet dann keine Vererbung vom Typen mehr statt. Wir bleiben in der Geräteinstanz. Durch die Parameter-Wertänderung wurde automatisch der Reset-Button aktiviert. Ein Klick auf diesen Reset-Button setzt den Wert wieder auf den vom Device-Type vorgegebenen Wert 21 Grad Celsius zurück. Damit ist die automatische Vererbung vom Typen auf die Instanz auch wieder aktiviert.
Es ist ebenfalls möglich, die individuellen Parameterwertänderungen in der gesamten Geräteinstanz wieder auf die vom Device-Type vererbten Werte zurückzusetzen. Dazu wird das Gerät in der System-Devices-Liste selektiert und mit Rechtsklick Configure die Funktion Update Parameters from DeviceCat ausgewählt und mit Start ausgeführt. Mit Multiselect kann man diese Funktion auch für mehrere Geräte ausführen. Es ist jetzt möglich, Scheduler und Presets im Device-Type zu konfigurieren und diese bei Bedarf auch auf die Geräteinstanzen zu vererben. Dies erspart zum Beispiel das manuelle Anlegen der Presets in den Schedulern der Geräteinstanzen. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion für kleinere Projekte vorgesehen ist. In größeren Projekten wird man den LWEB 900 Master Scheduler für das gesamte Scheduler-Handling verwenden. In der Device-Type-Konfiguration können im Scheduler die Presets zum Beispiel über AutoCreate angelegt werden. In der System-Devices-Liste selektiert man die Geräteinstanzen, auf die die Scheduler vererbt werden sollen, einzeln oder mit Multiselect. In den Eigenschaften stellt man unter Data Points Inherit from DeviceCat die Eigenschaft Schedules and Presets auf Yes. Mit dem Speichern findet dann die jeweilige Vererbung an die Scheduler in den Geräteinstanzen statt. Das Resultat ist hier in einer Geräteinstanz zu sehen. Falls man anschließend noch individuelle Änderungen an den Schedulern oder den Presets in den Geräteinstanzen vornehmen möchte, muss man die Eigenschaft Schedules and Presets wieder auf No setzen. Die bereits vererbten Schedules und Presets sind dann in den Geräteinstanzen editierbar und es findet zukünftig keine Vererbung vom Device-Type statt. Die Scheduler-Events und auch die Kalender-Patterns sind ebenfalls Bestandteil dieser Vererbungsfunktion. Die Parameterwerte und auch die Scheduler-Events können zur Laufzeit im Gerät vom Inbetriebnehmer oder Benutzer individuell an den Betrieb angepasst werden. Dies kann über das Web-UI oder auch über eine LWIS-LWEB-Visualisierung erfolgen. Ebenso können die Systemeinstellungen bei der Inbetriebnahme im Gerät über das Web-UI angepasst werden. Es gibt jetzt eine Funktion, die es erlaubt, die Parameterwerte, die Scheduler, Presets und Events und die Systemeinstellungen aus dem Gerät in die LStudio Geräteinstanzen hochzuladen und zu speichern. Diese Daten können dann bei Bedarf auch wieder aus den Geräteinstanzen in das jeweilige Gerät hinuntergeladen werden. Das ist hilfreich in kleineren Projekten, die nicht über ein LWEB 900 BMS-System verfügen. Zum Beispiel hat der Parameter HC-SP-Cool-Occupied in der Geräteinstanz den Wert 23 Grad Celsius. Während der Inbetriebnahme wird dieser Wert im Gerät über das Web-UI auf 22 Grad Celsius angepasst. Ebenso hat der Scheduler HC-Chat in der Geräteinstanz noch keine Events. Im Gerät werden dann über das Web-UI zwei Events konfiguriert. Die Earth Position Altitude hat in der Geräteinstanz den Wert 300 Meter. Zur Inbetriebnahme wird dieser Wert im Web-UI des Gerätes auf 320 Meter angepasst. Diese Änderungen im Gerät sollen jetzt in die LStudio Geräteinstanz hochgeladen werden. Zunächst öffnet man die Konfiguration der jeweiligen Geräteinstanz. Mit dem Button Connect to Device wird eine direkte Verbindung vom Konfigurator-Add-in zum Gerät aufgebaut. Man erkennt dies an der im Feld Connected Device angezeigten IP-Adresse. Ebenso werden die Info- und Disconnect-Buttons angezeigt. Um den Upload vom Gerät in die LStudio Geräteinstanz zu starten, ist der Button Upload Parameters zu betätigen. Es öffnet sich der Dialog Runtime Configuration Upload. Dort kann einzeln ausgewählt werden, ob die Parameter, Scheduler und System Settings hochgeladen werden sollen. Mit Start wird der Upload dann angestoßen.
Es werden zunächst die Scheduler und System Settings hochgeladen. Dann öffnet sich der bereits bekannte Merge Parameters Dialog. Hier werden die jeweiligen aktuellen Parameterwerte in der Geräteinstanz und im Gerät dargestellt, falls diese voneinander abweichen. In der Spalte Resolution könnte man für jeden Parameter auswählen, ob der Wert aus dem Gerät in die Geräteinstanz übernommen wird. Um einfach alle Parameterwerte aus dem Gerät in die Geräteinstanz hochzuladen, wird der OK-Button betätigt. Nach Abschluss wird das Fenster mit Close geschlossen. Wir sehen uns jetzt die LStudio Geräteinstanz-Konfiguration nach dem Upload einmal an. Der Parameter HCSPCoolOccupied hat den Wert 22 Grad Celsius aus dem Gerät übernommen. Der Scheduler HCChat hat jetzt die Events aus dem Gerät übernommen. Die Earth Position Altitude hat ebenfalls den Wert 320 Meter. Die Inbetriebnahmewerte sind damit in der LStudio Geräteinstanz gespeichert. Bitte beachten Sie, dass bei einem Deploy die Parameterwerte und die Scheduler nicht mit in das Gerät heruntergeladen werden. Die Systemeinstellungen werden bei jedem Deploy in das Gerät heruntergeladen. Für den Fall, dass man später die in der Geräteinstanz gespeicherten Parameterwerte und Scheduler in ein Gerät herunterladen möchte, öffnet man wieder die Konfiguration der jeweiligen Geräteinstanz und verbindet sich über Connect to Device mit dem Gerät. Anschließend wird der Button Download Parameters angeklickt. Es öffnet sich der Dialog Runtime Configuration Download. Dort kann wieder einzeln ausgewählt werden, ob die Parameter, Scheduler und System Settings heruntergeladen werden sollen. Mit Start wird der Download dann angestoßen. Zunächst werden die Scheduler heruntergeladen. Dann öffnet sich wieder der Merge Parameters Dialog, den man mit OK bestätigt. Damit werden alle Parameterwerte der Geräteinstanz auf das Gerät übertragen. Um die direkte Verbindung vom Konfigurator-Add-in zum Gerät zu schließen, wird der Disconnect-Button benutzt. LStudio besitzt jetzt eine neue Funktion, um Grafikobjekte auf die neuesten Firmware-Features zu aktualisieren. Diese Aktualisierung kann für Grafikobjekte in ausgewählten CADs oder auch für die gesamte LStudio Solution erfolgen. Die Funktionalität der grafischen Symbole und der Elvis LWeb-Projekte ist abhängig vom Firmwarestand der Elvis LPAD-Geräte bzw. von der LWeb-Version. Welche Firmware oder Version verwendet wird, kann im Konfigurator des jeweiligen Objekts überprüft und individuell eingestellt werden. Die Firmware- und Versionsinformationen, auch für ältere Versionen, werden vom jeweils installierten Elvis-Konfigurator bereitgestellt. Um in LStudio die neuesten Funktionen nutzen zu können, muss zunächst die aktuelle Version des Elvis-Konfigurators auf dem PC installiert sein. Wenn man neue Funktionen einer aktuellen Firmware- oder LWeb-Version nutzen möchte, ist es erforderlich, diese neue Firmware-Version in den Konfigurationen der jeweiligen grafischen Symbole und Elvis LWeb-Projekte der Studio Solution individuell einzustellen. Es ist jetzt möglich, diese neue Firmware- oder LWeb-Version den grafischen Symbolen und Elvis LWeb-Projekten in ausgewählten CADs oder auch in der gesamten LStudio Solution sehr effizient zuzuweisen. Man selektiert einen CAD oder einen Ordner oder auch die gesamte Solution und wählt aus dem Kontextmenü dann die Funktion Support Newest Elvis Features. In einem Fenster wird dann angezeigt, welche Objekte gerade auf die neueste Version aktualisiert wurden. In diesem Symbol kann man beispielsweise sehen, dass jetzt die aktuelle Firmware- oder LWeb-Version verwendet wird. Die Konsistenz sämtlicher Grafikobjekte, der Symbole als auch der Elvis LWeb-Projekte kann jetzt mit einer neuen Funktion effizient überprüft werden. Der Konsistenzcheck überprüft im Wesentlichen die folgenden Sachverhalte. Eindeutigkeit der GUIDs.
Jedes Symbol bekommt vom LStudio bei der Erstellung eine GUID zugewiesen. Die GUIDs sind Globally Unique Identifiers, also eindeutige Kennungen der grafischen Symbole und Projekte. Diese Eindeutigkeit der GUIDs innerhalb des Projektes wird hier überprüft. Referenzierung der GUIDs. Es wird überprüft, ob alle in den Projekten referenzierten GUIDs auf ein Symbol aufgelöst werden können oder ob es leere GUIDs ohne Symbol gibt. Validierung der Dateien. Es wird überprüft, ob sich alle Symbole und Projekte öffnen lassen. Hier kann man zum Beispiel die GUID eines Symbols in einer Instanz im Projekt sehen. Ein Symbol wird anhand von der GUID und dem Namen identifiziert. Falls es hier zu Inkonsistenzen kommt, kann das Symbol nicht mehr gefunden werden. Dann würden diese Symbole beim Kompilieren und Deploy aus den Projekten entfernt werden und die Visualisierung wäre nicht mehr vollständig, was man dann erst aber während des Betriebes feststellt. Der Konsistenzcheck kann diese Sachverhalte vorab erkennen. Die Ursachen dieser Inkonsistenzen sind oft in der Historie der Projektbearbeitung begründet, wie zum Beispiel fehlerhafte Copy-Paste-Vorgänge oder Programmabstürze oder manuelles Editieren der XML-Dateien oder auch Probleme bei der Versionskontrolle SVN. Um den Konsistenzcheck zu starten, selektiert man die Solution und wählt im Kontextmenü Visualization den Consistency Check aus. Die Überprüfung wird dann sofort gestartet und kann je nach Größe des Projektes einige Minuten dauern. Im Ausgabebereich auf dem Visualization-Tab werden dann die Ergebnisse der Überprüfung angezeigt. Der Konsistenzcheck sollte vor der Inbetriebnahme eines Projektes ausgeführt werden. Die Liste der von LStudio unterstützten Geräte ist erweitert worden. Neu hinzugekommen sind LDALI PLC 2, LPAD 7, LIOP 593 und LIOP 594. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, das sind die neuen LStudio-Features. Ja, der Vortrag war ja nun auch recht lang und es waren auch einige Themen. Und zur Übersicht haben wir jetzt nochmal eine Liste der vorgestellten Themen hier gleich angezeigt. Und falls Sie jetzt dazu Fragen haben, ich hoffe, das ist der Fall, dann würden wir die Fragen jetzt gerne beantworten. Also wir haben da ja auf der linken Seite haben wir die Themen, die ich ja zuerst vorgestellt habe, praktisch die Verbesserung des User Interface, könnte man grob sagen. Und auf der rechten Seite sind ja dann wirklich diese neuen Funktionen, die die Effizienz der Bearbeitung auf jeden Fall steigern. Dann würde ich gern mit einer Frage anfangen, Jörg. Ja, Johannes, hallo. Hallo. Es handelt sich nur indirekt um die vorgestellten Sachen. Ich habe in meinem System-Tab bei meiner Device-Instance auf der rechten Seite nicht alle Einstellungen, die ich jetzt im Video gesehen habe. Dann wird das daran liegen, dass du die Base Libraries noch nicht aktualisiert hast. Das ist also gerade da, macht sich das wirklich bemerkbar. Ich denke mal schon, gesehen. Ja, das hatte ich ja zu Anfang vorgestellt, ne? Und Genau. also die müssen im Prinzip erstmal aktualisiert werden. Das ist dann meistens irgendwie bei Projekten so, die man eben mit älteren Versionen dann vom LStudio gestartet, also angefangen hat. Und dann bleiben ja diese Library-Versionen so. Ja, das wird es auf jeden Fall sein. Danke. Gerne. Ja, bei mir ist das nicht wirklich eine Frage. Bei mir ging einfach das partielle Deploy etwas schnell. Ja. Jetzt ist die Frage, ob man das nochmal zeigen kann, ob im Video oder selber schnell. Letztendlich ist es so, mit dem partiellen Deploy. In den Vorversionen war es immer so, dass immer die gesamte
dass immer alle Devices der Solution kompiliert wurden, obwohl man die eigentlich gar nicht ja, deployen wollte. Ja, das wurde aber gemacht aus Konsistenzgründen. Ja, weil das Studio ist ja praktisch ein Netzwerkautomationstool und berücksichtigt natürlich die Kommunikationsbeziehungen zwischen allen Devices. Und das ist eigentlich der Grund, warum immer alles deployed, kompiliert worden ist. Und was aber immer sehr viel Zeit gekostet hat, gerade bei größeren Projekten. Ich sage mal, der Vorgang des Deploy ist immer noch derselbe. Also das ist derselbe wie vorher, nur unter der Motorhaube hat sich jetzt dieser Vorgang geändert, sodass man eben nur wirklich dass wirklich nur der Code kompiliert wird von dem Device, was man in der Devices-Liste selektiert hat. Ja? Es ist vielleicht der Begriff partielles Deploy ein bisschen irreführend. Eigentlich ist es ein intelligentes Kompilieren, dass man eigentlich nur das kompilieren, dass wirklich nur das kompiliert wird, was man runter deployen möchte, was man gerade selektiert hat. Ja, so war es gemeint. Ja. Ja, okay. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, somit ist eigentlich klar, dass wenn ich in der Device-Liste ein gewisses Device anmelde und auf dem normalen Kompiliervorgang starte, dass wirklich nur das selektierte Device kompiliert wird. Genau, so ist das. Okay. Danke. Gerne. Ich würde vielleicht einmal gerne eine Frage in die Kundenrunde starten. Für die schon viel mit Studio gearbeitet haben, hatten Sie schon einmal Probleme mit den Visualisierungsprojekten, also mit den grafischen Ansichten? Entweder, dass manchmal Symbole oder Teile von der grafischen Ansicht plötzlich verschwunden sind im Gerät drinnen, oder dass es einmal funktioniert hat und dann haben sie es wieder hineingespielt und dann hat es nicht funktioniert und dann hat man es noch einmal kompiliert und hineingespielt, dann hat es wieder funktioniert. Oder hatten Sie schon mal solche Effekte? Ist sowas in der Praxis bei Ihnen schon aufgetreten und bekannt? Nee, guten Morgen, ihr zwei. Stefan Behnke hier. Hallo Stefan. Stefan, hallo. Aber dass Sachen nicht funktionieren beim ersten Mal. Also ich bin ja nun momentan schon einen Augenblick raus aus der Programmierung mit Studio. Aber das weiß ich, dass wir das sowohl in Studio 2 als auch in Studio 3 sehr oft hatten. Also das hat Markus und Mike unabhängig voneinander erzählt. Der eine mit Studio 2, der andere mit 3. Und ich selber habe es halt auch erlebt, dass man manchmal Sachen hatte, die nicht gingen. Dann hat man nochmal kompiliert oder dann mal aufgeräumt und dann komplett kompiliert und plötzlich ging es wieder. Also das hatte ich schon öfter gehört. Vor allem, was die Visualisierung jetzt angeht, oder? Ja, auch in der Visualisierung, dass da dann plötzlich irgendwas nicht mehr funktionierte und nach dem nächsten Kompilieren hat es dann funktioniert. Eben, das kann im Prinzip, also was die Visualisierung angeht, das sind eben diese Punkte, dieser Konsistenzcheck, den der Jörg da jetzt angesprochen hat. Das ist halt etwas, was das Ganze viel zugänglicher macht. Das war also in der Vorbereitung, hat der Jörg und ich, wir haben da länger diskutiert, wie kann man das hier einbauen, damit das nicht total verwirrend ist und trotzdem rüberkommt, was diese Funktion macht. Und im Wesentlichen geht es eben darum, dass die Symbole, also sprich diese grafischen Mini-Projekte, die bei den CADs hinterlegt sind und dann in der Endvisualisierung kombiniert werden zu der finalen Visualisierung, dass die auf zwei Arten referenziert werden können. Nämlich einerseits durch diese GUID, also durch diese eindeutige UID, und andererseits auch über den Namen. Und warum werden da beide Referenzen benötigt? Deshalb, weil sich beides ändern kann. Es kann sich der Name von einem Symbol ändern, wenn irgendwer draufkommt, naja, der Name von meinem CAD, der war vielleicht doch nicht so schlau, oder der Name von meinem Symbol, ich ändere den jetzt nachher. Dann würde, wenn ich jetzt nur den Namen verwenden würde, dann würden jetzt alle Referenzen von vornherein einmal kaputt sein.
Deswegen gibt es diese GUID, diese UID, und aufgrund von dieser GUID kann jetzt das Studio beim Kompilieren, beziehungsweise der Elvis-Konfigurator beim Kompilieren noch immer das richtige Symbol finden und darstellen. Und die andere Möglichkeit ist, dass jemand den Namen jetzt einmal nicht verändert, aber das Symbol kopiert. Und zum Beispiel kopiert, aber zu einem anderen zu einem anderen Cat. Weil er sagt, die Funktion ist gleich, ich möchte das Symbol kopieren und ändere es dann noch ein wenig ab, behält aber denselben Namen für das Symbol. Ja, in dem Fall hätte ich jetzt wieder zwei Symbole, die den gleichen Namen haben. Ich muss die aber irgendwie unterscheiden und deswegen wird in dem Fall dann die GUID verwendet. Und im Idealfall bleibt eben GUID und Name immer gleich. Wenn sich eines von beiden ändert, dann kann das Symbol noch immer gefunden werden. Wenn sich aber beides ändert, also sprich, ich kopiere das Ding und benenne es um und referenziere es jetzt irgendwie ein anderes Symbol, dann geht es natürlich nicht mehr, dann würde das aus der Visualisierung rausfliegen. Und da hat es halt in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben, wenn man aus einem anderen Projekt was reinkopiert und umbenennt und hin und her, dann wird es von vornherein einmal angezeigt und beim nächsten Mal kompilieren oder beim Öffnen von dem Symbol wird dann jeweils ein Check durchgeführt, finde ich alle anderen Symbole, die da referenziert werden, und wenn das nicht der Fall ist, dann fliegt das Ganze halt raus. Das Gemeine an der Sache ist, man hat ein größeres Projekt, zum Beispiel ein größeres LROC-Projekt, ist eigentlich knapp vor der Fertigstellung, ändert irgendwo noch eine Kleinigkeit, kompiliert, spielt dann das Ganze in das Gerät hinein oder in die Geräte hinein und dann hat man nicht mehr die Möglichkeit, alles noch einmal zu überprüfen. Und genau dafür gibt es eben diesen Konsistenzcheck, dass man wirklich das ganze Projekt noch einmal durchgeht und dann angezeigt wird, okay, wo hat es da jetzt Probleme gegeben, und dann kann man diese Probleme noch einmal konkret anschauen und korrigieren und man bekommt dann nicht hinten nach vom Kunden die Meldung, das passt nicht und da wird das nicht angezeigt und so weiter. Also das ist einfach die Idee von diesem Konsistenzcheck. Aber Weißt du, checkt er das dann jetzt nur oder würde er dann fragen, wenn der Änderung festgestellt hat, ob man die beheben möchte oder nicht? Oder wie läuft das dann im Endeffekt dann nachher ab? naja, zeigt es an, wo es ist in dieser Liste, und Okay. dort muss man dann hineingehen und muss es selbst beheben. Also Okay. er kann es ja nicht beheben. Ja? Also wenn zum Beispiel dieses Symbol jetzt einfach nicht mehr gefunden wird, dann fliegt es automatisch raus. Aber wenn man dann dieses Symbol öffnet, dann kommt man drauf, aha, da wird jetzt, keine Ahnung, das Licht nicht mehr angezeigt. Aber das Symbol selber, das richtige Symbol, das ich eigentlich referenzieren will, das gibt es noch, das ziehe ich dann einfach neu hinein, speichere es ab und alles ist gut. Ja. Besonders gemein ist es, es gibt nämlich, oder hat es früher auch gegeben, es gibt manchmal so Kreuzabhängigkeiten, dass ein Symbol von einem oder vom einen Cat verwendet wird und das wird wieder in einem anderen verwendet. Und dann hängt es manchmal davon ab, was man zuerst gemacht hat und was man zuletzt geöffnet hat, was dann wirklich angezeigt worden ist. Ja. Und mit diesem Konsistenzcheck rattert der das ganze Projekt durch und da kann man solche Sachen relativ elegant und einfach herausfinden. Norbert, kannst du vielleicht noch etwas zu den zwei Funktionen für unsere Kunden sagen, zu den Identification Key Funktion und KNX Data Points Funktion in RStudio 3018? Jörg, du darfst. Du hast dich damit beschäftigt. Ja gut, das ist diese Identification Keys. Da wollen wir ja wahrscheinlich nochmal ein separates Video dafür machen. Das hätte eigentlich auch den Rahmen gesprengt. Außerdem habe ich aus der Entwicklung gehört, dass da noch ein bisschen was dran gemacht werden soll an diesem Tool. Deswegen haben wir das auch rausgelassen. Ja. Ja, aber im Prinzip ist das schon zu benutzen. Ja. Ich hoffe, ihr seht jetzt meinen Bildschirm. So, wo habe ich jetzt die? Jupp, so. Ja, im Prinzip ist es so, mal so als Schnellkurs gibt es mal hier es gibt ja einen speziellen Folder jetzt im RStudio Engineering und da kann man jetzt hat man hier einen Part Identification Keys. Ja, das kann man öffnen und dann ist man halt hier bei der Konstruktionsansicht eines AKS-Schemas. Ja, da kann man jetzt hier ist das schon passiert, aber man kann hier über Add Field kann man dann Felder hinzufügen. Man kann dann auch die Felder konfigurieren, kann dann sagen, hier zum Beispiel die Location
Name, Location, längs ist 3 und das sind die zugehörigen oder zulässigen Einträge, die man später, das wird ja alles nach Excel dann später importiert, dann über so Dropdown-Listen ganz einfach auswählen kann. Ja. Wenn man das jetzt hier editieren möchte, geht man auf Edit und dann fügt man einfach irgendwo einen Standort, weil wir sind ja hier bei Location, einfach fügt man einen Standort hinzu. Und so kann man im Prinzip hier das ganze AKS-Schema eben sich entsprechend durcheditieren. Ja, das muss man natürlich einmal from scratch neu anlegen oder ich glaube, man kann es, Norbert, ich bin nicht ganz sicher, aber man kann es, glaube ich, auch vom LWeb 900 importieren, das Ganze, ne? Dieses Schema. Ne? Ja, das ist im Prinzip der gleiche Dialog und es gibt ja dann da oben Importschema, Exportschema, also das ist vom Format her dasselbe. Ja. Richtig, genau, ja. Ja, das ist das Erste, was man dann macht, ja, und dann hat man hier also ist man eigentlich damit fertig dann und kann dann hier in der System-Devices-Liste kann man hier zum Beispiel, ja, für Geräte kann man hier kann man so eine Datenpunktliste exportieren, mache ich jetzt mal. Und so, jetzt werden praktisch alle BACnet-Datenpunkte aus diesem Device exportiert und ich schiebe mal gerade die Excel-Liste hier rüber. So. Und was man jetzt hier sieht, sind diese ganzen BACnet-Datenpunkte. Und hier sieht man Old Identification Keys, aktuelle Identification Keys. Und dann kann man jetzt hierher gehen und man sieht jetzt hier diese ganzen Felder, die man eben halt definiert hat in diesem AKS-Schema-Editor. Und man kann jetzt hier in diesen Dropdown-Listen bekommt man praktisch hier diese entsprechenden Auswahlfelder oder Auswahlmöglichkeiten und kann die entsprechend hier selektieren. Ja, und kann dann hier nach hinten durchgehen und kann das alles entsprechend dann hier konfigurieren für einen Datenpunkt eben. Und das andere kann man dann überwiegend dann mit Copy-Paste machen und kann dann entsprechend diesen zuweisen. Und was Sie hier schon sehen, in diesem Feld, da wird jetzt dieser neue Identification Key jetzt schon automatisch zusammengebaut. Ja, und das ist es eigentlich, was man dann macht. Ich mache jetzt hier nicht weiter. Dann speichert man. Was man dafür vielleicht noch sagen muss, deswegen schaut das da am Anfang so komisch aus. Am Anfang versucht er einfach den bestehenden BACnet-Objektnamen, also AHU01, er nimmt den einfach und mappt den von vornherein einmal in den Identification Key hinein. Also das macht natürlich in dem Zusammenhang jetzt keinen Sinn. Hätte man in dem Gerät oder in seiner Bibliothek da jetzt schon einmal von vornherein so einen Basis-Identification-Key in seinem BACnet oder AKS-Schlüssel in seinem BACnet-Objektnamen drinnen gehabt, dann würde das da auch schon ein wenig sinnvoller ausschauen. Ja, gut, aber letztendlich, das kann man ja hier einmal machen und dann kann man den ganzen Rummel, der jetzt, ich sag mal, für viele Datenpunkte konstant ist, einmal mit Multiselect, Copy-Paste auf die anderen Datenpunkte übertragen. Das geht ja auch sehr schnell. Ja, und dann muss man praktisch nur, am meisten ist ja hier hinten bei den individuellen Bezeichnungen, da muss man natürlich für jeden Datenpunkt dann letztendlich daran gehen und diese entsprechend dann einstellen. Aber das ist jetzt hier diese prinzipielle Arbeitsweise, wie man das in Excel dann halt macht. Man muss es dann halt nicht im Konfigurator machen, sondern man hat eben dieses produktive Excel-Tool hier zur Verfügung. Ja. Und wenn man das denn jetzt speichert und dann schließt und dann kann man jetzt hier wieder über das gleiche Kontextmenü, kann man das dann halt importieren. Dann wird das halt wieder importiert und dann wird es entsprechend auch zugewiesen. Also das ist jetzt erstmal so im Schnelldurchgang. Achso, hier kann man dann jetzt noch dann auswählen, welche Datenpunkte sollen jetzt hier einen neuen Identification Key bekommen. Ja, das kann man dann auch noch selektieren, das Ganze. Und hier sehen wir hier oben meinen teildefinierten Schlüssel, den habe ich jetzt hier oben und der würde dann entsprechend dort auch dann importiert. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, für mich schon, ja. Ja, okay, alles klar. Ich meine, was jetzt auch noch interessant ist, ist ja praktisch auch dieses neue Parameter-Handling.
Ja, das war ja früher dann auch doch ein bisschen mühsamer mit Parametern umzugehen. Und wenn man jetzt weiß, dass Parameter immer vererbt werden, ja, ist man da also, ja, man kann also nachträglich auch nochmal was ändern im Typ und das wird dann immer gleich vererbt, auch auf die Instanzen. Es sei denn, man hat eben in der Instanz diesen Parameterwert schon geändert, dann findet halt für diesen die Vererbung halt nicht statt. Ja. Aber es ist halt auch eine gute Geschichte, wenn man jetzt zum Beispiel basierend auf dem gleichen CAT, zum Beispiel einmal, ich spinne mal rum, also einen Heizregler und einen Kühlregler, die unterschiedliche Parameter haben, aber eigentlich auf dem gleichen CAT basieren. Ja, da war es bislang nicht möglich, im Typ unterschiedliche Parameterwerte zu setzen. Ja. Das konnte man dann wirklich erst hinten dran in der Ressource machen und das war dann doch schon sehr, sehr mühsam. Ja. Und das geht jetzt hier auch. Ne. Man muss nur aufpassen, wenn man ihn einmal verändert hat, dass er dann wirklich auch nicht mehr vererbt wird. Ja, dafür hat man im Video gesehen, dieser Reset-Button, wenn der dann rot wird oder rot ist, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass hier manuell dieser Wert überschrieben wurde und der wird dann nicht mehr vererbt. Also für mich eine sehr praktische Funktion ist auch dieses Kopieren von den System-Settings auf die Instanzen. Ja. Gerade bei LROC-Projekten. Klassiker ist Zeitzone oder Azimut, also geografische Position. Man ist voll motiviert, beginnt mit seinem Projekt, möchte gleich durchstarten, legt seine Device-Cats an, legt seine Ressourcen an und irgendwann beim Projekt kommt man drauf, Mist, ich lebe ja gar nicht in Greenwich oder in London, sondern ich bin ja da jetzt in Deutschland oder Wien. Ja, und dann hat man halt früher entweder alles wieder löschen müssen, einmal im Device-Cat ändern und neu anlegen oder in jede Ressource hineingehen und dort die Parameter ändern. Und das ist eben jetzt nicht mehr so, sondern jetzt ändert man das einmal im Device-Cat, sagt in der Device-Liste System Settings übernehmen und dann bekommt man die Deploys einmal runter und hat die Systemeinstellungen alle drinnen. Aus eigener Erfahrung ein Tipp von mir, es braucht ein wenig Disziplin und man muss ein wenig umlernen, dass man solche allgemeinen Einstellungen dann wirklich auch immer am Device-Cat macht. Also in der Praxis ist es manchmal so, man kommt drauf, bei dem Gerät ist jetzt die Einstellung falsch, jetzt ändere ich das so schnell einmal auf der Ressource, stelle mir dort meinen DNS-Server richtig ein oder stelle mir dort meine Zeitzone richtig ein, deploy das Ganze runter und bin glücklich. Und irgendwann einmal später gibt es eine Systemumstellung und ich ändere was, einen anderen Parameter im Device-Cat, zum Beispiel ich aktiviere einen SMI-Port oder so irgendwas. Ich brauche das auf allen Instanzen, deswegen führe ich wieder diese Funktion aus und dann überschreibe ich mir wieder meine Zeitzoneneinstellung, die ich da nur für diesen einen LROC gemacht habe. Ne? Das heißt, da ist es wirklich gut, wenn man die Einstellungen macht, dass man da konsequent auf den Device-Typen arbeitet, wenn das eine Einstellung ist, die man wirklich überall braucht. Oder eigentlich so ziemlich für alle Einstellungen, weil wenn man solche Einstellungen generell übernehmen möchte, dann überschreibt man sich halt immer alles, was man auf der Ressource gemacht hat. Also da findet jetzt kein Merge oder sowas statt, sondern das wird dann wirklich überschrieben. Ist aber ansonsten eine sehr praktische Funktion. Ja, also dann, wenn dann sonst keine Fragen mehr bestehen, ja, dann würde ich ganz gerne diesen LSTT Nummer 5 beenden. Und wie schon gesagt, also Sie können sich gerne die Aufzeichnung dieses Events angucken, nächste Woche auf unserer Homepage unter aktuelles Event Rückblick. Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und das Interesse und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Macht es gut und tschüss.